Buchfans, wo sind wir heute? Wir sind heute in Maurik, in unsere schöne Betuwe. Ja, das ist nur ein niederländisches Wort. Wir sind hier bei de Vordel. Ja, und Leute, was ist de Vordel? De Vordel ist ein Handelsunternehmen und eigentlich, ja, Willem, du bist Inhaber von de Vordel Handelsunternehmen. Ja. Und ja, du hast eigentlich Mofas. Du hast eigentlich alte Teile Ja, und viele Marken. viele Marken, aber auch ja, andere Teile. Zum Beispiel, ja, wir sind hier bei einem Gartensatz. Kann man auch kaufen hier, denke ich, ne? Wir haben Antike, wir haben alles. Haben alles. Und das ist eigentlich das Schönste. Und Willem ist auch ein Freund von unserem Geschäft. Ne? Der Willem macht sehr viel mit Buch, aber auch andere Marken wie Zündab, Kreidler. Naja, Ja, alle Marken. wir schauen eigentlich gleich, ohne Probleme. Und ja, das war eigentlich eine Pflicht, um hier mal zu kommen, um das euch zu zeigen, weil da ist viel zu sehen hier drinnen. Ne? Und Willem, seit wie lange machst du das jetzt? Ungefähr 30 Jahre. 30 Jahre schon? Ja. Also du bist erstmal... Lange Zeit. Boah, und Ja. das war aus Hobby? Ja. Weil du bist eigentlich Autohändler? Ja, maar niet meer. Nicht mehr? Nicht Nee, mehr. Keine Autos keine mehr. Autos mehr. Nur noch alte Teile, antik und kuriosa. Ja, Ne? alles was Und- klassiek ist. Alles, was klassisch ist. Und ja, ich denke, wir schauen einfach mal rein bei dir. Ja, mal gerne. sehen, was du alles Super. hast Ja. und was alles zu sehen ist. Ne? Super. Okay, gehen wir gleich rein. Also ja, Leute, wir sind jetzt hier im Heiligtum von de Vordel, hier in Maurik. Ja, ich mache, denke ich, nur einfach eine Rundschau, weil der Willem hat echt alles. Solange es alt ist, rar ist, fremd ist, gehen wir einfach los, denke ich. Ne? Mal schauen, was haben wir hier. Naja, erster Eindruck. Ich weiß nicht, ob die Kamera das sehen kann, aber hunderte von Schutzblechen. Aber fangen wir einfach mal an. Komm mal mit. Was haben wir hier? Na, fangen wir mal an mit Buch natürlich, ne? Weil das ist auch die Liebe eigentlich von der Willem. Der Willem hat das viel gesammelt und auch viele Teile gesammelt. Und da sind ein paar echt rare Teile hier zu finden. Ne? Zum Beispiel hier, findet man nicht mehr. Auf jeden Fall hier in den Niederlanden nicht. Eine Puch Maxi Royal mit Sebring-Auspuff. Findet man nicht mehr. Ne? Ein Sebring-Auspuff ist mega, mega, mega selten. So ein Sattel. Da ist hier ein Schloss drin. Sattel kann hoch. Hier ist ein Fach, wo man zum Beispiel eine Kerzenschlüssel oder ein Tuch oder etwas Geräte. Ja, das ist einfach ein super Teil in Originalzustand mit alle Schlüssel dabei. Findet man nicht mehr. Auch zum Beispiel diese Cockpit. Oh, alles kaputt. Diese Cockpit nicht mehr zu finden. Wir haben das auch nicht im Shop. Aber du siehst, Lackierung, voll in Ordnung. Ja, diese Motorspoiler, ja, findet man nicht mehr. Original-Logos noch am Fußrasten, ja. Einfach affengeil. Und ja, da sieht man auch gleich, hier wieder eine andere Marke. Eine 50 Moto. Ja, können wir vielleicht besser mal an diese Seite. Ich weiß gar nicht, was für eine Marke das ist. 50 Moto. Ich denke, ist das ein Kaptein oder so? Vielleicht. Ich habe das noch nie gesehen. Aber du siehst, das findet man also hier in einer alten Scheune, ne, im Außengebiet. Und da steht eine echte Rarität. Super schöne Mofa übrigens, finde ich. Ne? Ich weiß nicht, was ihr davon findet, aber schreibt das mal einfach in die Kommentare. Wenn jemand weiß, was das exakt ist, ich kenne es nicht. Ich denke, ein Kaptein, noch nie gesehen. Okay, gehen wir mal weiter, ja. Ein Kinderfahrrad mit einem Pferd drauf. Ich denke echt super alt. Ja, also
das hat der Willem ohne, ja, ich bin gerade fast sprachlos. Und da kommt noch etwas, ne? Da kommt noch mehr. Ne? Haben wir hier, ja, eine Maxi S mit Gussfelgen. Auch wieder, das ist denke ich auch ein Royal. Und wenn ich das so sehe, ist das mal lackiert. Ist falsche Farbe, weiß ich sicher. Diese Felgen in Gold sind denke ich original. Auch wieder diese Cockpit drin mit Tacho. Ja, aber absolute Neuzustand. Ist aber mal lackiert. Das kann ich absolut sehen. Aber auch wieder rar. Rider Lady. Noch nicht komplett. Ja, typisches Holland-Modell. War nur in Holland zu kaufen. Alle mit Kickstart-Motor. Da waren natürlich Rider Macho. Und dann für die Damen waren das später Rider Lady. Wie diese hier. Die waren in Weiß zu kaufen. Ich glaube in Rosarot und in das Babyblau. Aber weiß ich nicht absolut sicher, weil auch diese sind absolut schwer zu finden. Dann haben wir hier noch ein Rahmen. Ich denke, ja, kann auch wieder ein so 80er Jahre Modell. Ne? Ja, weiß ich auch nicht genau. Es ist alles so rar, dass, ja, oft weiß ich es auch nicht. Ne? Mal weiter schauen. Was haben wir hier? Ja, das ist für Cross oder Schlammfahren. Aber der Willem kauft alles. Ne? Wenn Preis richtig ist, kauft er alles. Und ja, das ist ein Projekt so zu sehen. Ich denke rund um die Ackerfahren. Und ja, das ist ein bisschen schade, ein bisschen zu groß. Aber auch wieder, ja, wenn niemand es kauft, dann ist es hier bei der Vordel ist es zu finden. Ne? Also hier noch eine. Mal sehen, hat es Kennzeichen? Nee, kein Kennzeichen. Aber ja, ich denke, gerade aus die Scheune gekommen, irgendwann. Das war Nena. Ne? Irgendwann. Ja, er ist auf 74 Kubik, 21er de Lotto. Kann so gerade nicht sehen, was für eine Zündung. Da ist eine HPI drin. Ja, auch einer, der hat das gebaut. Jetzt, ja, natürlich, da muss ein Kennzeichen dabei sein. Aber auch wieder hier, ja, zu finden. Raritäten, ohne Probleme und ohne Ende. Ja. Und dann haben wir hier noch zwei sehr große Vasen. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Ich denke aus einem chinesischen Restaurant, denke ich. Klopt dat, Willem? Ja, hè? Ja. Also auch hier, und er sind zwei davon, ne? Hier zu finden, ja, finde ich einfach saugeil. Wer erwartet das jetzt, ne? Und dann bin ich gespannt. Hier steht Puch drauf, ne? Mal sehen. Der Willem, der guckt gerade nicht. Kennzeichenschilder. Oh. Andere. Was haben wir hier? Ja, Ventielkappen. Man kann echt alles. Benzinfilter. Aber auch diese Schrank. Einfach zu verkaufen natürlich, ne? Mal sehen. Oh ja. Oh ja. Seh mal. Findet man auch nirgendwo. Griffe. Die alten Leute erkennen das noch immer. Mit dieser Reflektor drinnen. Ja, einfach saugeil. Man kann hier einen Tag verbringen und dann hat man noch nicht alles gesehen. Das ist absolut sicher. Mal sehen, gehen wir mal. Oh ja, das finde ich schön. Maar goed, hier. Vergaser. Ohne Ende. Wenn es irgendwo. Sachs 505 oder 504 Bing-Vergaser. Eine Sachs-Vergaser, ganz komplett. Immer ist diese Feder weg. Hier liegt es einfach. Wow. Ein Membran, ich denke von einem Motorrad. Sag's mal. Oh, haben wir noch mehr? Mal sehen, ob ich noch etwas hier erkenne. Ja, das ist Peugeot. Ja, jongens.
Und dann hat man hier noch eine Xbox 360, wenn man da noch Wünsche hat. Das war früher in unsere, wie sagt man das, wo man Waschmaschinen oder so kauft. Da war diese zu finden beim Mediamarkt zum Beispiel. Ne? Das war so eine Demo. Ja, ich finde so etwas nimmer. Ne? Wieso denn? Aber der Willem, der hat eine Nase dafür. Ne? Ja, und dann hier ein Chopper, Lowrider, aus den, ja, ich denke, wenn ich das so sehe, 70er oder 80er. Ist kein Nachbau, ist original. Ja, einfach hier. Ne? Und da staunen eigentlich diese, wie sagt man das, diese VW T1, T2 und T3 Fahrer. Die haben öfter bei diesen Meetings, ne, wenn die da sind, ist öfter so etwas dabei. Ja, auch hier wieder einfach zu finden. Ja, Tretauto vielleicht. Sag's mal. Buchteil. Eierlampe. Ja, Jungs, gehen wir mal zu dieser Seite. So ein Stuhl. Ne? Super. Rundschauen, rundschauen, rundschauen. Jungs, ich mache diese Sendung echt, wir können natürlich hier Stunden können wir hier Videos machen. Machen wir aber nicht. Ne? Aber hier noch, ganz unter dem Staub, auch wieder eigentlich genau derselbe, der da stand. Auch wieder eine, ja, schöne Puchmaxi, Anrollmotor. Viel Staub, steht schon einige Zeit, denke ich. Aber ja, auch wieder super original, ohne Rost, nichts zu finden. Ne? Was haben wir hier noch? Das finde ich noch schön. Das hier findet man auch nicht mehr. Das ist von Honda MT, aber diese Farbe ist nur ein Jahr produziert von Honda. Also das war orange, das war in 85. Ja, hier sind einfach 4 von diesen zu finden. Ich habe da mal gesucht, weil ich habe eine MT ne, von 85, habe ich echt, ich denke 5 Jahre gesucht, nirgendwo zu finden. Und hier liegen einfach 4 oder 5 von diesen, wie sagt man, Scheinwerfer-Spoiler. Na, hatte ich das gewusst, ne? Mal sehen. Und der Willem, der hat auch ständig neue Teile. Also der verkauft und kauft gleich eigentlich wieder ein, soweit der Raum da ist, ne? Natürlich, weil ja, das ist jetzt alles ziemlich voll. Aber ich weiß sicher, dass wenn wir in ein halbes Jahr hier zurückkommen, ja, dann sind da wieder ganz andere Teile zu finden. Was haben wir hier? Ah, ja, auch wieder ein Unikat aus der 80er. Das ist eine, ich denke, Yamaha, Willem? Ich auch nicht, weiß ich auch nicht. Siehst du? Es ist so rar, dass auch ich es nicht weiß und auch der Willem nicht. Ne? Aber ja, findet man nicht mehr. Ich sehe hier zufällig sind alle Puchmaxi-Auspuffen. Alles ist aus zweiter Hand oder New Old Stock, also Altlagerbestand. Ne? Das ist eigentlich das Schönste. Ja, hat man ein Projekt mit einem Puchmaxi und will man so, wir nennen das ein Helmkotflügel, weil das hier drin ist. Ja, man kann auch für ein Projekt oder was du willst, ja, kannst du eigentlich hier finden. Mal sehen, haben wir noch weitere, ja hier, alles, hier, eine kleine Ofen, ja, aus Guss und dann hier mit diese, wie nennt man das? Das ist, was sagen wir? Emaille ist alles drauf, ja. Sag's mal. Ja, habe ich das noch eigentlich übersehen? Eine neue Sparta Kinderfahrrad und ich habe der Willem mal gefragt, ob ich das mal, nee, ganz neu. Und ich habe selber so ein Fahrrad, dann heißt es eine Sparta 880 und der ist aber größer und Sparta 880 ist eigentlich nichts anderes als geeignet für 8 bis 80 Jahre fahren. Ja, aber dann nicht 80 Jahre fahren, aber von 8 Jahren bis 80 Jahre. Nou, das ist hier eine kleine Version, ja, fabrieksneu. Es ist natürlich ein Fahrrad, hat nichts mit unsere Mofas zu tun, aber ja, ich finde das eigentlich so saugeil. Das ist, und mit diese originale Speckreifen, sagten wir früher. Also diese
diese weiß-gelbe, ja, Reifen. Ja, super. Elfenbein, hatte ich gesagt. Neues Sattel, alles neu. Ja, neue Sparta Klingel ist drauf. Sag's mal. Heng, 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 heng. Okay, folge mir, wir gehen nach Teilen. Okay. Eine halbe, was ist es eigentlich? Sparta? Ein Batavus. Eine halbe Batavus. Ja. War der zu schnell gefahren oder so, dass die in Mitte gesägt haben? Das war früher hier in den Niederlanden, ne? Also, wenn man zu schnell fährt mit seinem Mofa, das war in 60er, 70er, 80er Jahre. Ja, 80er Jahre nicht mehr, am Ende 80er Jahre nicht mehr. Aber damals, wenn man echt zu schnell gefahren hat, kam die Polizei, dann wird Mofa eingenommen. Entweder die Teile werden abgenommen und weggeschmissen und dann bekommst du es zurück. Aber wenn du wirklich zu schnell gefahren hast, Säge drin, in die Presse und das Ding kam zurück, ja, so groß. Und dann hattest du ein Problem, wieder an die Arbeit, um ein neues Mofa zu kaufen. Ne? Okay, naja, Jungs, ja, das ist alles so viel. Ich kann natürlich anfangen, ich weiß auch gar nicht, ja, wir sehen noch Snowflake-Felgen. Hier sind alle Schutzbleche drauf, hier genauso, Auspuffen. Ja, Puch Radical, eine der letzten. Haben wir gleich, kann ich noch etwas zeigen, da sind noch mehrere davon. Also ja, ein Rahmen sieht fast wie neu aus. Ich denke auch, dass es fast neu ist oder sehr wenig gefahren. Naja, Leute, schau mal. Ja, eine Original Werkstattposter aus, ja, hier 75 Jahre. Also ich denke, da ist schon ein Maxi S drauf mit dat. Ich denke Poster aus 81. Weiß ich eigentlich sicher. Also ja, laufen wir mal zum, ja. Oh Willem, das ist nicht normal, so viele Teile als das hier sind. Ne? Haben wir Zylinder von Puch, Fußrasten. Ja, ich suche noch ein Teil und ich habe das gerade gefunden, denke ich. Der habe ich gerade gekauft. Bei der Willem. Also ein Schutzblech in leicht blau. Ich habe ein neues Rahmen mit einer neuen Schwinge, aber ich brauche nur noch Schutzblech vorne. Habe ich jetzt. Also hier zu finden, wusste ich auch nicht. Hat ein Freund von mir angerufen und hat gesagt, ja, der Willem hat so ein Schutzblech, das sucht du schon seit 5 Jahren. Ja, okay. Hup, also nehme ich später mit. Und ich brauche nur noch vom Gabel, aber der Willem, der findet das. Genau. Ich brauche nur noch das Teil vom Gabel vorne. Also eigentlich diese. Aber kommt in diese Farbe. Und dann habe ich eine ganz neue Maxi S. Zusammen. Ja. Oh Leute. Oh, wo muss ich anfangen? Wo? Laufen wir mal nach hinten. Ne? Da kann der Robert später noch allerlei Detailshots machen. So. Der macht das so. Okay. Haben wir hier Batavus Tank. Batavus Tank. Wieder Rede. Honda Camino. Naja, wann siehst du das noch, ne? Honda Caminos sind, denke ich, noch genug zu kaufen, aber Teile dafür schwer zu finden. Ja, Motorteile sind noch genug zu finden, aber ja, hey, den kenne ich. Ich habe mal eine Honda MT, habe ich mal aufgebaut mit der Erik zusammen und der war babyblau. Und da haben die Puristen, die sind echt sauer geworden. Ja, eine Honda in Babyblau, wieso denn? Ja, habe ich auch Helm damit in dieselbe Farbe lackiert. Und ja, da habe ich mittlerweile das verkauft an der Willem. Und der Willem hat es auch wieder verkauft an einen Liebhaber. Ja, so geht's einfach in het Leben. Aber der Helm ist doch immer da. Super, ne? Ja, was haben wir hier? Willem, was ist denn das? Von einem Honda
C50? Viertakt, maar dan een Replika-Modell. Ah, oh, so eine Chinese Honda. Ja. Ah, okay. Ah, daher ist er auch noch so schön. Ja, okay, verstehe. Aber das finden wir zu neu, ne? Das ist nicht so interessant. Ja, Leute. Das ganze Luftfilterteil ist auch noch hier dabei. Ich sehe eben noch, das sind alle Grand Prix-Teile, hier noch ein, ja, Originalzylinder davon mit kleinen Überströmen, also kein Supermaxi-Teil, aber ja, findet man auch fast nicht mehr, ne? Alles schwierige Teile. Dann denke ich, ja, dass wir jetzt nach oben gehen. Und oben, da sind auch schöne Teile, weil wir müssen hier noch mal sehen, dass wir hier rauskommen und dann sind wir gleich wieder zurück. Bis gleich. Oh, Jungs. Ja, hier müssen wir ein klein bisschen aufpassen, weil da sind hier diese Spante, ich weiß nicht, ob das richtiges Deutsch ist, sind drin. Aber Leute, schau mal rund. Und Temperatur ist hier auch etwas bequemer. Ich denke, ich fange mal einfach an, weil auch hier, wie du siehst, so viel zu sehen. Batman! Ja. Batmobil? Oh. Nee, schau mal. Okay, ich fange einfach an. Eigenbau. Eine Maxi mit MV-Tank. Zusatztank, ne? Dann kann man weiterfahren. Dann hat man auf jeden Fall 3 Liter plus 3,5 Liter, glaube ich, 4 Liter. Ja, kann man etwas weiterfahren, ne? Ja, Jungs, echt. Wo findet man das? Ja, und dann finde ich eigentlich schöner, eine Puch Maxi Pearly in Neuzustand. Findet man nicht mehr. De Pearly ist echt auch wieder ein niederländisches Modell, war in 3 oder 4 Farben. Rot, war in Goldgelb und war in so eine cremefarbige mit ein bisschen rosa-rot drin. Ja, mega selten. Ja, habe ich selber auch eine, ne? Eine Puch Maxi S von, ja, frühes Modell. Ich denke also 72, 73. Ja, in Purple. Ja, super Teil, ganz original. Das ist echt nichts. Da haben wir eine rechte Klingel. Wir haben im Shop nur linke Klingel. Ne? Diese rechte Klingel, die sind nicht mehr zu finden. Also, ja, das ist ein Detail, findet man auch nicht mehr. Eine iSync. Dann haben wir hier, ich mache das mal ein bisschen schnell, Jungs, ne? Weil sonst wird das wieder Stundensendung. Ja, ein Sport Mark II. Maxi S aus 81, denke ich, weil da waren schon diese rostfreistahlen Schutzbleche drauf. Mit Körbchen. Und ich liebe Körbchen. Sind super. Ja, ganz original. Man kann sehen, hier ist ein Schloss gewesen. Da ist immer eine Beschädigung. Ist echt schade, weil es sieht weiter echt super, super, super aus. Rider Macho, ein späteres Modell. Also, ich denke Anfang 90er, da waren schon diese neue ölgedämpfte Gabel drin. Auch wieder, ja, super Zustand. Eine, Yellow, Steakwärmer heißt das früher, weil die waren hier am hinteren Gepäckträger, waren die eingebaut und das war ja eine Nickname, ich weiß nicht, Beiname auf Niederländisch. Yellow Biefstukwarmer, Steakwärmer, frage mich nicht warum. Ja, eine Puch Classic. Ich denke, das ist ein typisch italienisches Modell. Hat es hier nicht viel gegeben. Also eine Snorfiets, also 25 km/h Version, darf man hier noch bis nächstes Jahr ohne Helm fahren. Danach ist Schluss, kommt auch Helm. In diesem Zustand, selten, sind wenig verkauft. Eine
Ein Vespa Roller? Noch nie gesehen. Rarität. Mosquito. Ja, das ist eine Nachkrieg-Mofa. Die sind eigentlich in die 50er Jahren waren die ziemlich billig. War ein italienisches Produkt, aber wurden damals in den Niederlanden gebaut. Auch wieder, ja, selten in diesem Zustand. Na, dann haben wir hier, ja, oh, wie heißt denn dies auch wieder? Das ist original so, ne? Das ist wieder eine Classic, aber dann mit diesem Sattel, Brot original. Echt, das ist unfindbar. Mit 14 Zoll Vorderreifen, 17 hinten, Rarität. Sieht man auch hier nicht viel. Ja, dann noch eine. Habe ich selber auch. Ryder Macho 2-Speed. Ja, so. Die sind auch hier mega selten. Waren nur in schwarz und weiß geliefert. Ich habe auch ein weiße. Die schwarze Version ist mega selten. Also ja, das ist hier noch zu finden, aber sind fast unbezahlbar. Sauteuer. Zweigang und Kickstarter. Auch wieder nur niederländische Markt. Ja, und meine Lieblingsfarbe hier. Eine Puch Maxi S. Ja, in diese goldbraun. Oh, viel Staub. Oh. Aber ja, finde ich eigentlich, das ist der schönste. Ich habe eine. Habe ich auch lange gesucht. Mega Farbe. Wenn man das aufpoliert und in die Sonne steht, einfach unschlagbare Farbe für Puch Maxi, finde ich persönlich. Ne? Noch eine Puch. Den kenne ich noch. Den habe ich mal an den Willem verkauft. Da habe ich damals in Rotterdam gefunden. Also, das ist eine Polini, 65 Kubik drauf, mit einer Simolini-Auspuff. Habe ich für Jahre her zusammen mit einer Bekannten gekauft in Rotterdam. Da waren 6, 7 Stück und da war diese eine davon. Und dieser Mann hat alles so gemacht. Ne? Also Linies Aufkleber drauf und kombiniert mit das. Da waren 6, 7 Stück, die sind, denke ich, schon alle verkauft. Aber das ist hier noch zu finden. Sehr schöne Mofa, auch wieder viel Staub. Ich weiß nicht, ob ich das alles anfassen darf, aber... Super Mario! Ja, das ist absolut Ehre. Absolut Ehre. Gehen wir weiter, Leute, weil sonst dauert es echt zu lange. Ein Fahrrad aus Holz. Okay. Ganz aus Holz. Habe ich noch nie gesehen. Ist das leicht? Ja, oh, das ist ziemlich leicht. Na, oh, warte mal, mach das mal auf die Ständer. So, Fahrrad aus Holz, Leute. Eine Paloma. Ich glaube, italienisch. Ich weiß nicht, ob das Originalfarben sind, aber ich denke... Frankrijk? Ja. Frankrijk. Ah, okay. Paloma aus Frankrijk. Ja, oh ja, das sieht aus wie ein Motor-BK-Motor oder Peugeot-Motor. Wo muss ich doch weiter? Es ist alles zo viel. Een beetje Paddington. Das ist echt, ja, das habe ich noch nie gesehen. Eine Puch M50, aber mit Puch Maxi Motor. Ja, ich denke auch wieder Hobby. Jemand hat das gebaut, ist auch eine Puch X30 Sattel drauf. Kettenschuh sieht Eigenbau aus. Räder sind, ja, ich kann das alles nicht so sagen, was es ist. Aber einfach super, ne? Hat jemand darüber nachgedacht und hat das gebaut. Das ist unser Hobby, ne? Absolut super. Thomas, Batavus Go-Go. Ich mache das so. Maxi, Puch, Ryder Macho. Wieder eine, ja, der sieht so aus wie ein Two-Speed. Ist es aber nicht. Und mit dieser Doppelauspuff, da müssen wir wieder drüber nachdenken. Diese Auspuffen, die haben wir nicht mehr. Ich denke, das ist eine gute Idee, weil wenn ich das so jetzt wieder sehe, boah, das sieht einfach saugeil aus. Ja, und dann eine meiner Lieblingsmofas hier in Sammlung.
Das ist eine Piet Hordijk Puch. Ich habe eine, nicht in dieselbe Farbe, also rosa-rot mit rot und goldene Linien. Meine ist nicht so schön. Hier steht es echt fast original. Ich weiß, dass es von einem Freund von mir kommt. Da hat der Willem es davon gekauft oder abgekauft. Und dann, ja, ich habe normale Felgen drin. Hier sind diese Kreuzspeichen drin. Ja, absolut geil. Das konnte man in den 80er kaufen. Das war eine Mofa-Händler damals. Und da konnte man so ein Puch auf Wunsch, also muss das in rosa-rot sein oder weiß mit grün oder einfach alle Farben konnte man wählen und dann wird das so gebaut. Und dann würde es verkauft eigentlich als eine neue Puch Mofa, neu, mit Garantie, 1 Jahr Garantie. Aber ja, findet man nicht mehr. Das ist echt, oh, absolute Klasse. Ja, sind nicht mehr zu finden. Die sind alle schon kaputt. Dann haben wir hier, ja, finde ich auch schön. Ein paar Rahmen, kann man einfach einen Rahmen kaufen. Hier noch ein Puch, ein bisschen Custom Farbe. Sieht ein bisschen aus wie, wie sagt man das? UPS, ne? UPS-Farben. Und ja, einfach Fantasie. Wie die Leute es mögen, werden die gebaut, ne? Vorsicht. Rennverkleidung. Puch-Rennverkleidung aus den 80er. Wieder eine Shopper, Fahrrad. Ja, wir gehen weiter, Jungs. Dauert echt zu lange. Ja, hier. Apfelgrün. In totaal original. Ich muss mal schauen. Ich denke. Ja. Ja. Ja? Oh, aus Erstbesitz und ja, nicht lackiert ist Brot original. Echt super, echt super. Stockfisch, gelbe Schild drauf. Das war früher der Importeur von Puch. Also hier in die Niederlanden. Aus Rotterdam, glaube ich. Oder Stockfisch, Leiden? Amsterdam? Amsterdam. Ja, Amsterdam. Oh, mal vorsichtig. Robert, meine Kameramann, Vorsicht. Ja, Jungs, ich mache das schnell. War wieder ein originale Puch. Sparta-Fahrrad. Da hinten ist eine Alpina, wie sagt man das? Trainingsfahrrad. Hier wieder eine Puch Maxi Fantasie mit Weißwandreifen. Schöne Farbe übrigens, diese Bronze. Boah, sieht gut aus. Unser Bruchsattel. Und Batman-Kappen. Batman-Seitenverkleidungen haben. Hey, Robert. Und Puchshop Racing Aufkleber. Ja, sicher. Ja, haben wir noch mehr Modellautos. Hier. T2A Modellauto. Früher war Öl in diese Flaschen. Und das war im Garage oder wenn Mechaniker unterwegs war. Immer diese Flasche mit Öl dabei. Ja, Jungs. Gehen weiter. Noch einer aus Rotterdam. Also, der hat der Willem früher von mir gekauft. Auch wieder. Und wieder dasselbe, ne? Linienaufkleber zusammen mit diesem Tankaufkleber. Ja, das war Pflicht damals. Willem, was haben wir hier? Batavus? Ein Batavette. Aber nicht ganz original. Flower Power verbaut. Ja, mit Flower Power. Doppelklingel. Oh, hier wieder. Noch eine Two-Speed. Ja. Warte. Noch ein Originalpuch. Eine Riga. Riga ist Oostblok. Ja. Welches Land? Weißt du das noch? Estonië? Ja? Ja. Und 2. Hast du 2? Ja. Oh, okay, super. Brini Ei haben wir schon gesehen. In unserer Sendung vom Museum in Achterberg. Das ist also eine Spinnen. Das ist also eine Hilfsmotor. Brini Ei, weil der Tank hat die Form von ein Ei. Auch wieder schön. Ölkanister dabei. Eine Sparta Sport. Ja, auch eine meiner Lieblings-Mofas. Super. Aber zum Lackieren. Oh, da ist so viel Lackierarbeit drin. Die sind recht teuer zu restaurieren. Findet man noch in den Niederlanden. Aber ja, wenn man die restaurieren muss in diesem Zustand, na, dann geht die Kohle raus. Ne? Ja, Jungs, was haben wir? Was kann ich noch mehr zeigen? Der Robert macht noch später ein bisschen Shots von alles.
Ich muss dabei sagen, dass der Willem natürlich alles verkauft. Und man sieht hier die Nummer, das ist von Troostwijk. Also all diese Mofas gehen in Kurzen, wann ist das? Die Ende of Oktober. Am Ende Oktober gehen die im Verkauf. Ne? Aber wenn man vorher eine kaufen will, kann das? Oder sind die alle schon... Alles geht in de verstijgering. Ja, verstijgering. De microfoon net niet aan. Ja, maakt niet uit. Oké. Gaat goed. Ongeveer 70 Ja? Mofas. 70 Mofas. Die gehen zum Versteigerung und das ist bei Troostwijk. Keine Reserve. Machen wir noch einfach einen kleinen Link hier unten. Dann kannst du das einfach nochmal da anschauen. Wann werden die abgeholt? Wann kommen die? Ich glaube, erste Woche November. Erste Woche November, okay, alles klar. Naja, super. Gehen wir nochmal ein bisschen rumstauben, ne? Mal sehen. Was haben wir hier? Noch eine alte Computer, ich denke von VW, ne? Da konnte früher diese Scheiben drin, ne? Da konnte man die Teile finden. Vorsicht wieder. Wir haben hier ein altes, ich denke, Batterietestgerät. Oder was ist das, Willem? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht? Dan weiß ich auch nicht. Ja, Jungs. Ja, und da hinten noch. Schau mal. Alte Babycarrier. Willem, du hast echt unglaublich viele Teile. Unglaublich viele Teile. Und das hier, Prüfstand. Zo zu sehen. Ich mach hier ANWB. Oh, das ist schwer. Oh, das ist Stahl. Boah. Hier eine Prüfstand mit einer... Hey, das ist ein Energy Quickly Motor. Ja. Ja. Und arbeiten. Ja, genau. Und da konnte man alles prüfen. Ob Zündung funktioniert, Gas drauf, Gänge. Ja, super Jongens. Echt, Quickly Motor. Echt waar. Onvoorstelbaar. Helemaal super. Hey, haben wir noch ein Teil? Das kenne ich auch noch. Das ist ein Kristall wieder. Ne? Das war und das fand der Kunde sicher nicht schön, diese Tank. Oder du fandest das nicht schön, ne? Ja. Und ich finde das so schön. Die kaufe ich dir wieder ab. Die geht wieder nach Wageningen in Kurzen. Ja. Ich finde das so schön. Super. Ja, es ist natürlich ein Bauernhof. Also, wo waren früher die Kühe? Hier, jetzt sind da Mofas. Komm mal rein. Schau mal. Nou. Okay, ich fange wieder an. Es sind so viele. Wieder eine Puch Maxi Pearly, wie gesagt. Das war diese gelbe Version. Oben war eine rote und hier haben wir wieder eine Pearly. Aber dann, oder ist kein Pearly. Weil es hat nicht diese Spoiler drauf. Naja, werde ich mal fragen. Eine hier. Puch Maxi Racing, Jungs. Porsche Design aus den 80er, ne? Am Ende 80er. Neu. 4 Kilometer gelaufen, nur der Motor ist weg. Also super schade. Aber findet man absolut in diesem... Ist neu, ist neu Zustand, nee, ist neu. Hier noch eine sehr schöne Puch Maxi S, wie wir die hier alle so viel gefahren haben. Das Basic Modell. Also ja, findet man noch genug, aber auch wieder sehr guter Zustand. Chrom ist noch ganz ordentlich. Ja, findet man nicht mehr. Ne? Weer eine Puch Maxi Classic. Wir haben gerade hier 2 gesehen. Ich habe in die letzten 5 Jahren nur eine gesehen. Ach so, ja. Was haben wir hier? Eine ganze Reihe Manette. Maxis darf ich nicht sagen. Das sind auch kein Puch, das sind Manette mit Puch Motoren. Also ja, eine ganze Reihe. Komplett in sehr gutem Zustand. Werden wieder populär. Waren für Jahre her die billigste, die man finden kann. Für 2, 3 Euro konnte man echt für kleines Geld kaufen. Aber ja, jetzt werden die seltener. Weil unsere Maxis sind natürlich so teuer geworden. Und ja, dann Alternative sind diese Alternative. Und ja, die sind schön. Aber Teile, Rahmenteile, wir haben die noch nicht. Wir arbeiten daran, aber wir haben noch... Ja, Motorteile haben wir natürlich alles, aber Rahmenteile haben wir echt fast noch nichts. Vielleicht eine Idee, mal wieder anzurufen nach Tschechien oder Slowenien. Mal sehen, ob die Formen noch da sind. Können wir vielleicht das wieder in unsere Shop einstellen. Dauert aber lange, solche Prozessen. Ne? Ist nicht anders. Was haben wir hier? Willem, hilf mir mal.
Was? Das ist... Eine? Oh, ich bin das auch vergessen. Oh, eine Rap. Rap, ja. Rap. Rap. Das ist eine Flandria. Flandria. Belgische Marke, Jungs. Selten. War früher eine Waffenfabrik im Zweiten Weltkrieg. Und ja, danach war kein Krieg mehr und sind Motoren und Mofas, Fahrräder, haben eigentlich alles gebaut. Honda Scoopy, ja, ein Ikon aus Anfang Jahre 90. In diesem Zustand, ja, fast nicht mehr zu finden. Unrestauriert, ganz original. Nur Speichen ein bisschen verrostet, aber Qualitätsroller. Super, 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 super. Dann haben wir hier noch eine kleine Werkstatt. Auch wieder ein Puch Maxi drauf natürlich. Und das kenne ich. MLM aus den Staaten. Hier haben wir eine Simonini. Hat schon etwas gelitten, aber macht nichts. Ja, super. Schön restauriert. Da sind auch diese Metal Flakes drin. Super Lackierung übrigens. Ja, wird auch wieder fertiggestellt. Kann auch wieder zum Verkauf. Leute, ich habe noch mehr. Und das alles hier geht auch in Versteigerung bei Troostwijk. Wie gesagt, haben wir hier noch ja, auch eine echte Rarität. Ein Puch Monza, aber aus Spanien. Viergang, die sind alle schnell. Diese Zylinder, die sind alle schnell. Ich glaube, das ist auch eine Metra-Kit drauf, wenn ich das so sehe. Ein 50 oder vielleicht eine 74 Kubik, ich weiß nicht. Aber ja, sind hier in den Niederlanden selten zu finden. Hat der Willem aus Spanien geholt. Und ja, es ist eine schöne, sehr schöne, schlichte Mofa. Ich finde das echt ein klasse Ding. Ganz original, auch wieder unrestauriert. Hat 9.200 gelaufen. Also ja, findet man nicht mehr. Hey, was haben wir hier? Noch eine kleine Man Cave. Auch wieder mit 2 Maxis zu finden. Hier ein Rider Macho in einem gebrauchten Zustand. Eine Maxi, eine normale Maxi, so zu sehen, mal lackiert oder pulverbeschichtet. Aber ja, und so eine große Studiolampe. Vielleicht etwas für uns, Robert, so eine Studiolampe, ne? Können wir auch etwas sehen, wenn wir eine Aufnahme machen. Aber ja, jede Ecke ist etwas zu finden, ne? Und dann sind wir noch nicht fertig. Geht das, Robert? Vorsicht, 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 pass auf. Und dann haben wir hier, da, und dann sind wir fast da. Ja, und wenn man hier schon reinläuft, ja, ich finde das selber auch alles schön. Eine HZ, Werkzeugkasten. Ja, ich denke aus den, das ist richtig alt. Ich denke, das ist um 50, 60 Jahre alt. Eine Tokaido, Magnamix Sattel drauf. Ist das original so? Nein, nicht. Nee, ist eingebaut. Das Plastik ist nicht original. Das Plastik nicht, aber weiter? Ja, weiter ist alles, ja. Ja. Diese weiß ich nicht. Das Aber ist denk ich nicht original. Denke auch nicht, nee. Maar habe ich für die erste Male dieses Modell. Aber auch noch nie gesehen. Noch nie gesehen. Da haben wir, ja hier noch, geht alles auch in Versteigerung. Leider, weil dann wird es hier leer. Ja, noch, ich mache mal eine kleine, ich mache nur die Puchs, ja. Puch Maxi S Original. Mal sehen. Imola GX, ja, sind hier in den Niederlanden nie verkauft. In Deutschland, Österreich, Schweiz sind die viel verkauft. Ja, in diesem Zustand fast unfindbar. Da haben wir noch, ja, das finde ich schön. Ich bin angefangen früher mit Sparta-Teile zu verkaufen. Und das hier ist eine Sparta Buddy mit Buddy Seat. Die waren auch zu kaufen ohne Buddy Seat. Aber das hier ist keine Zweigang, nee, ist Automatik. Ja, eigentlich, ja, finde ich das noch immer, sind echt Nutzmofas, ne? Die kaufte man früher für um die 1000 Gulden, 900 Gulden und da konnte man Jahre fahren, gingen nie kaputt. Ja, eine Puch. Mal schauen, das ist eine WS50D. Absolut super restauriert. Habe ich noch nie gesehen. So schön. So schön. Also steht auch einfach hier eine Berini, noch eine Berini. Berini war eine niederländische Marke.
Das ist echt selten. Thomas... Rodi. Das war eine Story, mache ich noch kurz. Thomas, in das allerletzte Jahr wollten die noch eine Mofa verkaufen. Die haben also Thomas Rodi haben die gemacht und da sind nur, ich glaube, 60 gebaut und die waren fast unverkaufbar. Wieso, weiß ich nicht. Die sehen super schlicht und klassisch aus mit diese Weißwandreifen, aber sind nie verkauft. Die hat auch kein Kennzeichen, denke ich, ne? Nee. Keine Nummer? Keine Nummer. Keine Nummer, siehst du? Als neue Teile. Ja, aus Neuteilen gebaut. Ja. Ich denke, das ist einfach der letzte. Gilera Sita. In Deutschland ist das eine Gilera Eco, glaube ich. Sind hier viel verkauft. Das waren diese Gabber, ne? Ja, einfach Hardcore-Musik. Die hatten damals alle mit diese Aussie, wie sagt man das, Sportjacken, haben die damit gefahren. Also Kopf rasieren und auf eine Sita. Ein Lokomotiv. Modesta. Schön. Und, ja, eine der seltensten Puch hier in den Niederlanden, auch in Deutschland weiß ich. Eine Maxi. Nostalgie. Eine Maxi Nostalgie. War in 3, 4 Farben. Zu kaufen 4 Farben, glaube ich. In Schwarz, Braun, Blau und Grün. Also da sind diese rostfreie Speichen drin mit lackierte Felgen. Wir kennen die alle. Sind mega selten. Dann haben wir hier noch, was ist das? Ein Monarch. Ein Monarch, ja, ist Deutsch. Und noch eine Amstel, typisch Niederländisch, ist eine Puchmotor drunter. Bei einer Amstel. Genauso wie bei RAP, R-A-P. Da sind viele schön. Farbe finde ich, naja, so. Aber ja, Fantasie. Man baut, was man will, ne? Ohne Probleme, kein Problem. Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber ich muss noch 2 Dinge zeigen. Apollo Backbrommers, wie das hier heißt. Also, die hatte man früher, Apollo, war ein Geschäft, der baute eigentlich solche Mofas. Also, das konnte man haben mit Eis, das konnte man haben zum Laden. Hier zum Beispiel, ja, ich denke, komm mal nach. Das hier ist eine Eisversion. Ich weiß nicht, ob das Ding offen kann. Und da konnte man hier eine Kiste drin machen zum Frieren und da konnte man Eis verkaufen. Da war oft auch noch so eine Obenbau drauf. Das hier ist ein Original, eine Eisversion gewesen und später ist das irgend anderswo für genutzt, denke ich. Also ja, und dann hat man... Goh, man, das sind... Oh. Und dann, wenn es regnet, hat man hier eine Scheibenwischer. Und die konnte man dann einfach so mit Hand bedienen. Ja, ist doch einfach affengeil, oder? Ja, also damit wollte ich eigentlich abrunden oder abschließen. Weil, ja, wir können noch Stunden verbringen hier. Aber machen wir nicht. Vielleicht kommen wir noch später einmal zurück, wenn der Willem wieder neue Teile gekauft und neue Mofas hat gekauft. Weil er sagt jetzt, ich verkaufe das alles. Aber ich weiß schon. Da sind in ein halbes Jahr ist das wieder voll mit Mofas. Also Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Und schreib einfach in die Kommentare, ob man... Ein bisschen schade, ne? Diese zwei Hunde. Aber macht nichts. Wir gehen weiter. Bis zum nächsten Mal, Leute. Einfach in die Kommentare schreiben, wenn er noch Fragen sind. Oder eine E-Mail schicken an info@puchshop.de. Und dann sehen wir einander das nächste Mal. Ciao.